Leute, Grüße aus Istanbul, willkommen zu unserem Kanal. Ich habe hier die Iklas wieder da. Sie ist heute da, weil wir in 2 Tagen ihre Nägel entfernen werden. Sie hat die LON-Methode gemacht und sie ist gewachsen, Knochenheilung ist beendet und jetzt werden wir die Nägel entfernen. So, willkommen Iklas. Wie geht es dir? Gut, danke schön. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Nur mal kurz zur Erinnerung. Wie groß warst du vor der Operation und wie groß bist du jetzt? Ich war 1,51, ich bin jetzt 1,58. Okay, also das heißt, du hast ca. 8 cm verlängert. 8,3. 8,3. Ja. Also 1,58,3. Ja. Die Frage ist jetzt, hat sich in deinem Leben was geändert? Also wie fühlst du dich jetzt mit deiner neuen Körpergröße? Auf jeden Fall besser. Ich bin glücklich mit meiner neuen Größe. Was genau, Iklas? Weil ich weiß nicht, ich bin jetzt ein Mann, du bist jetzt eine Frau, du hast die OP gemacht. Was genau hat sich in deinem Leben verändert? Eigentlich alles. Ich höre nicht mehr so diese Worte, du bist zu klein. Okay. Das reicht mir. Also auch wie ist das Klamotten? Ja, mit Klamotten, Shoppingen, alles passt. Okay. Nicht so wie früher, ich muss nicht schneiden gehen. Okay, das macht dich glücklich. Ja, das macht mich glücklich. Okay. Was war der Grund, warum wolltest du eigentlich die Operation? Also weil ich zu klein war und ich habe so oft dieses Wort gehört, dass jeder zu mir sagt, du bist zu klein, du bist zu klein. Und das hat mich ein bisschen so krank gemacht. Und dann habe ich entschieden, dass ich diese OP mache. Also übrigens, Leute, ganz wichtig, das ist jetzt nicht nur bei Iklas, auch wir haben sehr viele Patientinnen auch hier. Das Problem ist, bei so einer Größe wie jetzt zum Beispiel 1,50, unter 1,50, ist leider diese feminine Proportion einfach nicht da. So, also man schaut so ja nicht wie eine erwachsene Person. Genau. Verstehst du? Ja, gell? Das haben wir auch besprochen. Ja. Man schaut tatsächlich so ein bisschen kindlich, so mädchenhaft aus. So. Also bei Frauen ist immer die Beschwerde. Ja. Bei Männern ist natürlich andere Probleme. Also zum Beispiel, du hast jetzt diese feminine, diese weibliche Proportion. Also wenn wir jetzt hier schauen, das war jetzt ja nicht der Fall. Das war jetzt vor der OP. Und jetzt sehe ich dich auch lächeln. Da hast du jetzt nicht so gelächelt. Jetzt lächelst du auch. Ich bekomme ja immer mit, du liebst ja Autofahren. Ja. Und wie ist das beim Autofahren? Fühlst du das? Ja, das ist auch besser. Ich muss ja nicht so meinen Sitz nach vorne. Genau, das war ja, so genau. Normal Autofahren. Okay, super. Wow, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall für dich. Wie waren so diese Reaktionen von deinem Freundeskreis, so Kollegen? Die waren alle überrascht. Haben sie schon gemerkt, dass du gewachsen bist? Ja, jeder hat gesehen. Okay. Weil ich habe ja früher immer große Schuhe angezogen, so hohe Schuhe, aber jetzt nicht mehr. Und jetzt, jeder sieht das Unterschied, so vorher und nachher. Okay, super. Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, wir machen ja Videos von den Patienten, posten das und so weiter, aber die Frage ist jetzt, okay, Iklas, okay, du bist gewachsen, du schaust gut aus, alles super, du bist glücklich, aber wie ist so dein normales Leben? Kannst du normal gehen oder humpelst du noch? Oder weißt du noch, bevor du hier gegangen bist, du warst ja ein bisschen steif, genau. Du hast gehumpelt und so weiter. Wie ist das jetzt? Jetzt ist alles wieder normal geworden. Okay. Ich gehe arbeiten, laufen, Sport machen, alles ist wieder normal geworden. Super, du bist jetzt völlig normal? Genau. Okay, also dein Leben davor ist jetzt gleich, nur größer, oder? Genau. Wie lange hat das gedauert, Iklas, bis du normal gehen konntest? Nach 2. OP, Fixatur entfernen, 2 Monaten, ich habe mit Krücken gelaufen. Und nach 2 Monaten, ich habe ja so angefangen ohne Krücken. Das war ein bisschen wackelig, so wie Pinguin. Auch 2, 3 Monate und dann war normal. Aber ich habe viel Sport gemacht. Ah, okay. Also das heißt, so circa 4 Monate hast du gebraucht, genau. bis du ohne bis du normal laufen konntest. Ja, und ich war jeden Tag 1, 2 Stunden im Gym. Wow. Ich habe immer so gelaufen. Cool, okay. Ja, trainiert. Okay, also Frauenanatomie ist natürlich anders als Männer, aber Respekt. Jetzt bist du glücklich und sagst, zum Glück habe ich die Operation gemacht. Ja, Gott sei Dank. Du hast jetzt diese Nagel in deinem Knochen. Spürst du sie, Iklas? Nein. Gar nicht? Gar nicht. So keine Nachteile? Nein. Aber natürlich, wenn dein Knochen gewachsen ist, braucht man das nicht mehr. Also ich meine, das ist jetzt so dieser letzte Touch. Wenn das raus ist, hast du komplett deinen Knochen für dich, wie wenn du die OP gar nicht hattest und wenn du schon immer so groß warst. Was empfiehlst du unsere Patienten bzw. Patientinnen, also Frauen, die tatsächlich an ihrer Körpergröße leiden, aber Angst haben, weil es ist einmal so dieses, kann ich Komplikationen haben, kann ich eine Behinderung haben für immer und ewig, verstehst du, also gehbehindert werden oder so. Was kannst du denen so empfehlen, was sagst du dazu? Also Menschen, die die OP wollen, aber Angst haben, vor allem Frauen jetzt. Ich empfehle jedem, der so nicht glücklich mit ihrer Größe ist, soll einfach machen und keine Angst haben. Schmerzen, wir hatten alle, aber wir mussten ein bisschen aushalten, ein paar Monate, dann hast du neue Größe, neuer Körper. Wenn
jemand mich fragt, dass ich mache nochmal. Ich kann mich erinnern, Eklas war auch eine Patientin, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bitte. Du warst sehr aktiv. Ja. Du warst gar nicht faul, du warst immer in der Lobby, du bist rausgegangen, spazieren. Ich fand das immer toll. Du siehst auch mal raus, im Restaurant, was gegessen. Du hast auch dein normales Tagesablauf in der Verlängerungsphase auch genossen eigentlich. Genau, Oder? Also ja. du warst jetzt nicht irgendwie so nur noch in deinem Zimmer und... Wenn man nur faul sein, das dauert ja. Ja, genau. Und dann mehr Schmerzen spürst Ja. du. Deswegen in Deutschland auch, als ich in Deutschland zurückgegangen bin, ich habe nicht mal einen Tag zu Hause geblieben. Wow. Ich bin jeden Tag rausgegangen, spazieren, Gym, Sport, alles. Deswegen schnell. Ich weiß, Leute, weil Iklas war auch immer so eine positive Person, der hat immer gelacht. Ich habe noch nie aus deinem Munde gehört, dass du Schmerzen hattest. Also wirklich, du warst immer so tough. Ja, wir haben das ganz, ganz gut gemeistert. Ich bin echt stolz auf dich, muss ich sagen. Dankeschön. Danke für dein Vertrauen. Du schaust echt sehr, sehr gut aus. Also du hast das beste Version aus dir selbst gemacht. Ich bin echt stolz auf dich. Ich freue mich jetzt für die Nagelentfernung. Ach ja, noch eine letzte Frage habe ich aber an dich. Das interessiert auch die Patientinnen. Wie ist denn deine Narbe? Bist du mit deinen Narben zufrieden? Wenn man keine Narben hat, noch besser, aber bei mir sieht man nicht so. Okay. Ja, keiner hat gedacht, dass Stelle von Operation. Die denken, das ist Pickel oder so. Okay. Ja. Ah, cool. Oder das habe ich gekratzt irgendwie so. Okay, so ein Pickel. Die und sind das hast du klein. gekratzt? Oh, cool. Genau, die sind klein, nicht so. Wow, super. Das ist doch cool. Hey. Das freut mich. Okay, vielen Dank, Niklas. Danke, dass du da Gerne. warst. Es war echt ein angenehmes Gespräch mit dir. Ja, Leute, wir posten jetzt auch ihr Vorher-Nachher-Bild nochmal, dass ihr seht, eine gute Veränderung hat sie. Sie ist normal, ihr geht's gut und... Danke nochmal. Lass nochmal diese Nägel entfernen, danach kannst du komplett dein Leben. Ja, ich freue mich. Leute, danke fürs Zugucken. Grüße aus Istanbul. Bis zum nächsten Mal.